Nu, teure Zuguckers, lass mich euch alle begrüßen auf unser 44. Yiddish Open Mic Café mit der breiten Shalom Aleichem im Namen von einem Organisierkomitee, das heißt ich, Shmuel Label, Moishele, Vivi, Phil, Mike, Tamara und Mindy. So there. Hello to everybody. I'd like to welcome everyone to our 44th Yiddish Open Mic Café with a warm greeting in the name of the organizing committee. That's me, Shmuel Label, Moishele, Vivi, Phil, Mike, Tamara and Mindy. Jeder Chodesh stützen wir unter a verschiedene Tzedakah-Organisation. Januar wird das sein Subventionen für Studenten in Scheiches mit dem Yiddish Software. Jede Subvenz wird sein in der Höhe von 50 Pfund, das heißt $68. So each month we support a different charity. In January, this will be to subsidize for subsidies to help students to attend the Yiddish Soffoch, which will be in June in the first Yiddish Soffoch in the UK, and each subsidy will be £50, which is $68. So we're basically raising money for that, and Phil's put a notice in the a link in the Shmuelskestel in the chat. So, Teire Chevre, ihr denkt noch, ihr sollt kennen reden Jiddisch mit Menschen a ganz sofort? Nu, kommt kein Wortli hol, Leben Sheffield, 17. bis 19. Juni 2022. Das Sofort wird sein a Feierung von der jiddischen Sprache, rein namendig Diskussions, Musik, Spazieren, Poesie und Verweilungen für Kinder. Leutensteige von einem sehr geratenen Melbourne Yiddish Sofort und dem Yiddish Marathon von dem Pariser Yiddish Center. Vollkommene Informations wie euch der Billettenformular wird ihr gefunden auf dem Webseite yiddishcafe.com. Die Organisatoren von dem Sofort seien, und da ist eine lange Regime, a long list of people. Der Sofort ist ein nicht revchetige Unternehmung und alle Organisatoren seien freiwillig. Wir wollen, als alle, was haben Cheshek, sollen kommen auf den Sofort. Hoffen wir bemühen, als wir wollen können stützen gewisse Anteilnehmer mit der Subvenz. Ich habe es schon gesagt. Therefore beten wir die alle, was willen schenken am Matone, als sie sollen unterstützen die Subvenzen für Studenten und andere Menschen. Der nötige Link befindet sich in einem Schmuskestel. Ja, Phil hat es gestellt. Nun, ich denke, jetzt unser erster Gast ist der berühmte Lehrer Noah Barrera, Reb Noach. Ich will sagen ein paar Wörter wegen Reb Noach. Reb Noach hat gelernt, die jiddische Sprache und Kultur in Hauptprogrammen in Stadt New York, reingerechnet Jivo und Arbeitering. Hat sich ausgelernt Jiddisch in der New Yorker Sommerprogramm auf den Namen von Uriel Weinreich, wo ist bald geworden ein Lehrer. In 2020 hat geschaffen sehr ein herzlichere online-jiddischsprachige Programm bei yiddishmitnoach.com. Reb Noach ist euch ein Tuchenproduzent und hat geschaffen hunderte schöne Videos euch auf YouTube und TikTok. Ist euch ein jiddischer Schreiber und Übersetzer. So Reb Noach has taught Yiddish language and cultural classes
in major programs in New York City, including YIVO and the Workers' Circle. He studied and subsequently taught Yiddish in YIVO's esteemed Uriel Weinreich, a Weinreich summer program. In 2020, he started a successful online Yiddish language program at www.yiddishwithnoach.com. Reb Noach has created hundreds of hours of Yiddish content on TikTok and on YouTube. In addition to his teaching, he is a Yiddish writer and translator. Adank, Reb Noach. Vielen Dank für der Hakdome, Shmuel Label. Shmuel Label ist einer von meinen Studenten. Ich stolziert sich mit ihm. Schönen Dank und schönen Dank für die Verbettung. Ich soll kommen, reden wegen ein Buch, was ist mir lieb und teuer. Es heißt The Lost World of Russia's Jews. Auf Jiddisch heißt es Jiddische Ethnographie und Folklore. Geschrieben von Avrom Rechtmann. Erst soll ich sagen, ein paar Wörter, ich lehne ein paar Äußerungen von Buch, ein paar Zitaten. So hat genommen ein paar, das ist meine erste Übersetzung, gedruckt von Indiana University Press. Und es hat genommen ein paar, 3, 4 Jahre, ich bin gesessen in die Kaffeestube in Stadt New York und ich habe gestunken von Kaffee, ich trinke keinen Kaffee nicht, aber gestunken, weil ich bin gesessen und übergesetzt das Buch. Das Buch allein ist sehr interessant, es besteht meistens von Folkmeises und Legendes, was Avrom Rechtmann und Shin-Anskis Expedition hat gehört von Jiden in mehr wie 70 Städtlach in Ukraine vor der Ersten Weltkrieg. Als 8 Menschen wissen schon von Shin-Anski und seine Expedition, sein Werk, ist sehr berühmter. Aber wer weiß von Avrom Rechtmann? Avrom Rechtmann ist gewesen sein Mithelfer auf der Expedition und hat gehabt einen gewaltigen Sikoren, was mit sämtlichen Jahren nach der Expedition hat beweisen zu drucken ein Buch, seine Sichroines, also sozusagen, von der Expedition. Und hat gedacht, sich der Mann in allerlei Protem. Das Buch besteht von etlichen Teilen, wie früher gesagt, meistens Legendes. Es sind euch da Sprüchen von Absprecherkes, mamisch Incantations from Exorcists, was sie haben gehört und verschrieben. Ich verleihe an Sprüchen von einem Aussprecher. Es ist manchmal ein bisschen, es kann sein ein bisschen eine Surprise, weil die Materialien ist sehr, ein Spruch, meistens die meistens klingen wie meistens, was mir erzählt beim Lagerfeuer. Sie sind ein bisschen schrecklich und wir können mehr haben von sie. Aber genug von mir. Ich will vorlesen ein paar meistens, wie gesagt, das Buch ist heraus in Argentinien in 1958 und Anski hat geführt die Expedition von 1912 bis 1914. Ist eine lange Zeit später ist das Sof heraus. Die erste Zitat kommt von dem Rheinvier. Ich soll lernen, gut. Und jetzt kommt 14 Jahre nach Anskis Tod und über 14 Jahre nach jenem Wander von der Expedition über Ukraine. Jetzt, wenn von die heimische Ukrainer Städtlach ist gar nicht geblieben, wenn von die herzige, deurestige Jeden ist unser Stegerleben, seinen verblieben Bläus heilige Sichreines, und wenn ich hab sich
als euch ich bin schon a Bench wie ihm und mein Sohn neig schon zu Meirev zu, vielleicht als ich wollt jetzt, kos manche Haneshame Bikribi, bedarft über erzählen das bissel, was ich gedenk noch von dem, was ich hab gehört erzählen dämmelt in jene glückliche paar Jahr, was ich hab solche gewähnt, herumzufahren mit der Expedition in einem mit dem lieben, herzigen, schleume Sanville bei Aaron Hakoyen Rappaport ha-mechune Shin Ansky Zechroine Livrache. Is das Buch lehnt sich wie a Yiskor-Buch und es ist ein Min-Yiskor-Buch. Jo, Efsche, nur du kannst ja. übersetzen auf Englisch die Sachen, Ich was habe es schon übergesetzt. nein, was du Der sagst, Teil? die anderen Ja. Sachen. Oh, die der meine reinführt. Gut, Dein ich habe nicht reinführen, ja. gewusst. Entschuldigt, ich Ist meine, kein als ich Problem. wohne in einer Welt von Jiddisch und alle reden Jiddisch. Okay, mit darf reden Goyisch schon mal. What basically this book is the product of the Ansky expeditions that took place before the First World War from 1912 to 1914. Shin Ansky, who wrote the Dybbuk, this monumental, play of the Yiddish theater. That play he got from, by the way, from all the he based on all the ethnographic material that he collected in over 70 shtetls in Ukraine. Is this book by Avram Rechtman, who was his who helped him extensively on the expedition, is the result of that. And so it contains so many, it's an ethnographic document and contains mostly stories and legends that they heard on the expedition from Jews in Ukraine. So it's a document of what Jews of the Jewish way of life. What were the stories that they told? What were the legends that they told surrounding their synagogues? And their music, and a lot of, and there's also folk healing remedies and beliefs regarding the evil eye. What I read came from the his introduction, but I'll read also a couple of stories or legends, as well as a incantation from an exorcist. They duped a few exorcists, pretended to be sick, so that they could hear different incantation against the evil eye, and there's quite a few. I think that's basically the essence of what I said. Okay, Ludmir Schul, the synagogue of Ludmir. Der Dukes, Graf Lubomirski, hat bewilligt zu bauen a Schul für die Jiden und Ludmir. Wladimir Wolinsk, hat zugeschickt genug Baumaterialien und seinem einen eigenen Baumeister. Und als der Meister hat gefragt beim Dukes, wie dick soll sein die Wand, hat ihm der Dukes geantwortet: Macht dem Fundament so breit, als ich soll können fahren über ihm mit mein Karette, gespannt mit 3 Pferd in der Breit. So dick sollen euch sein die Wand bis rauf. Wer Tage erzählt, als wenn es verendigt geworden, das Legen von einem Fundament, man hat sich genommen zu die Wand, ist der Dukes gekommen zu fahren in sein goldener Karette. Die Ludmirer Jiden mit dem Rav Berosh haben ihm begegnet beim Fundament von der Schule mit Ziffre-Teure in die Hand. Der Chazin mit den Mescheurerim haben gesungen a speziellen neuesten Teschua, was der Rav hat verfasst lekove dem Graf Lubomirski. Und wenn der Chazin mit ganz Koel haben angehoben singen das Kapitel Tillim, Kuf Yud Ches, Hoidu Lashem Ki Toiv Ki Leolam Hasdoi, hat der Dukes verbeten, dem Rav zu setzen sich mit ihm in sein Karette, und beide seien herumgefahren über ein Fundament, bis man geendigt singen das Kapitel Tillim.
Heiliger Stein in Lechewitsch. Neben der Lechewitscher größer Schul befindet sich ein größer Stein, auf welchen die Lechewitscher Jiden pflegen verbringen, dem Schach von Sere Sukkis Meshum Meise Shehoye. A Gruppe Lechewitscher Misnagdim mit Reb Yisrael Label Noveretker, Machaber von Sefer HaBekuach gegen Sidis, Beräuschem haben gehabt dem chassidischen Rebben Reb Motteler Lechewitscher und ihm abgeschmissen auf dem dosigen Stein. Haben die Chassidim von Lechewitsch herausgeschickt a Kolkeure zu Reb Mottelers Chassidim in andere Städte, als sie sollen kommen zum Rebben auf Sukkis und mitbringen mit sich Reb Yisrael Labels Sefer HaBekuach. Seien sich zu neu gefahren kein Lechewitsch auf Sukkis, a größer Zoll Chassidim. Auf morgen nach Sukkis hat man genommen dem Schach von einem Rebben Sukke, euch von anderen Sukkis, zerlegt a groß Feier und geworfen in Feier rein, Reb Yisrael Labels misnagdischen Sefer HaBekuach. Der Stein ist so lieb dem, was man hat auf ihm geschmissen, dem Rebben, Reb Motteler Lechewitscher, geworden verheiligt. Man pflegt Leben ihm stellen Chuppes, Maspid sein, Mesim und abgehiet dem Minig zu verbringen auf ihm dem Schach. Gut, und das ist der Spruch. Gut, gegen Beis Oig. Jiddische Übersetzung. Das ist die jiddische Übersetzung, weil man hat das gehört auf Ukrainisch. Das hat man gesagt auf Ukrainisch. Beis Oig, ich spreche dich heraus von dem Nacken, von dem Stern, von der Brust, von die Plätze, von dem Chutasedre, von die Knöcheln, von die Finger, von dem Bauch, von dem Rücken, von die Fieselach, von die Knielach, von unter die Knielach, von dem ganzen Körper. Sie bist du ein Beisäug, sie bist du ein Anschickenisch, sie bist du ein Verschleppenisch, sie kommst du von die Augen, sie von dem Gedank, sie bist du ein Meßlässiger, ein Halbmeßlässiger, sie ein Dreimeßlässiger, sie bist du ein in der Frieker, sie ein auf der Nachtiger, sie bist du gekommen von Weg, sie von jener Seit Grenitz, ich sprech dich heraus von Pluni ben Pluni, sie bist du gekommen von Eugenpritzische, Zigeunerische, Englische, Jiddische, sie von einer Frau, sie von einem Mann, sie von einem Mädel, sie von einem Kind, sie von einer Kälbel. Ich sprech dir heraus von die Beine, von dem Blut und von dem ganzen Körper. Nicht da sollst du sich freuen, nicht da sollst du sich einwurzeln. Dem weißen Körper sollst du nicht mutschen, das rote Blut sollst du nicht trinken, die gelbe Beine sollst du nicht brechen. Ich sprech dich heraus von und schick dich weg in die Otscheretten, in die Blattes, auf den blauen Jam, auf die steinerne Berg. Dorten ist dein Mocken zu freuen sich, dorten ist dein Platz einzuwurzeln sich, mit dem Samen sich überzuschieten und mit die Steine sich überzuwerfen. Verschwind und wer verfallen von Gottes Gesicht und von alle Heilige. Das ist gekommen von hinter die Tickerin in Proskorov in Ukraine. Wow. Wow, we needed that in this COVID time. Sehr poetisch. Sehr, sehr fein. Es ist eine wunderliche Übersetzung. Der Bruch ist also schwer. der Loschen ist also literar. Ich habe vergessen zu dermannen, als ich habe das übergesetzt zusammen mit Nisanel Deutsch. Oy my co-translator, because I couldn't have done this all on my own, was Nathaniel Deutsch, Professor Nathaniel Deutsch, there's a lot of elements here in terms of the language. Yeah, lots of Lashon Kodesh, and you can imagine that in other parts of the book, lots of
Ukrainian and Slavic components as well. So there were entire pages completely in Lashon Kodesh. So that required two. Sehr fein, sehr fein. Sehr interessant. Sehr schön. Und ich darf sagen, als Mindy wird sein unser Compare jetzt. Mindy, unser Compare. Dank. Jetzt wollen wir begrüßen Jane Pepler. Jane wohnt in Southern Carolina und die sofort schneit es und man hat euch Eisregen, Greipelregen und wir sind sehr zufrieden, als sie ist mit uns heute. Jane is a Forscher. Jane lives in North Carolina where they're having a major storm and we are happy she can join us today. Jane Pepler ist eine Forscher und Sängerin von vergessenen Lieder. Sie hat ausgegeben etliche Kollektions von Yiddish Tin Pan Alley Lieder auf bandcamp.com. Jane Pepler is a researcher and singer of forgotten songs. She has published many collections of Yiddish Tin Pan Alley songs on bandcamp.com. Seid begrüßt, Jane. Dank. Das Lied hat mein Schmoss Max Willner allein verfasst. Ich habe es gehört auf YouTube. Mir erklärt, dass Willner hat es gesungen in Television, öfter in den 1950er Jahren. Willner ist geboren geworden 1895 in Galicia und ist gefahren in Amerika in 1908. Hat ein Schwesterkind im Theater. Das heißt, das Schwesterkind hat gehabt an Arbeit, den Vorhang zu richten. Mele, hat Max eine Stelle reinbekommen als Actor und Willner ist Metzlich gewesen. Not yet. Ist gestorben 1984 da in Amerika. Weiter. Wenn keiner hat ein Lied rekordiert und keiner hat es abgedruckt, ist es so, weil wir kein Lied nicht singen und Wörter. Zum Glück sind voran etliche Malachim, wo sie kennen die Wörter zuhören und transkribieren. Das Mal haben Len Missakoff und Jelena Schmullensen die Wörter abgewonnen. Ein großen Dank sei. Alles kommt doch fein upstairs, fein upstairs, fein upstairs. Yes, ich lege es nicht durch. Alles kommt doch fein upstairs, fein upstairs, fein upstairs. Von oben warf man alles durch. Der Rebbe der Moderne ist nicht kein Jid mit Herner und Stotterbord trugt Reutertei. Nur wie die heintige Talmidim ein ist doch kein Scheuter Wieden. Der Talmud fragt dem Rebben, hey Smatkai. Von wann nimmt sich alles, der Pixel und der Dalles? Von wann nimmt sich Pleasure oder Trouble? Von wann nimmt sich Candy mit Frankfurters und Brandy? Von wann nimmt sich Zibelis mit Knoblauch? Du empfert ihm der Rebbe, du wirst wissen, von wann es kommt soll weiß geil listen. Alles kommt doch fein upstairs, fein upstairs, fein upstairs. Yes, ich lege es nicht auf. Alles kommt doch fein upstairs, fein upstairs, fein upstairs. Denn oben warf man alles du auf. Ich hab endlich uns gekriegen, ich darf nicht kriegen stiegen. Mein Flat ist auf dem Ground Floor, zieh der Back. Der Flat ist nicht der schönste, ich kieke aus dem Fenster. Mein Yard ist viel mit Garbage, es ist ein Schreck. Dort liegen Teppen fändlich, alte Schiechen kennlich, ein Barg mit Esches und Sofa zerdrehte. Ich ruf dem Superintendent, ich frage ihn Defendant, ist das ein Jahr, 10 Incinerator? Von wann kommt das, frage ich will wissen.
Wo heißt von wannen, nimmt tellen mir listen. Alles kommt doch fein upstairs, fein upstairs, fein upstairs. Yes, ich lege es nicht ab. Alles kommt doch fein upstairs, fein upstairs, fein upstairs. Von oben warf man alles durch. Mein Landsmann Ebi Specter vergliest sich seinen Nektar, denkt sich ein Theater in der Bronx. Allein genommen laufen, die Tickets zu verkaufen, allein gespielt, allein gesingen Songs. Bei aller seiner Szenen, geflogen ist Bananas, hat sich Tage bald zu neu geklebt. Geendigt das Theater, seh ich in draußen steht und verkauft Bananas 3 für 7. Bananas frag ich, wie hast du genommen? Entweder mir nimmt sich bei ihm. Alles kommt doch fein upstairs, fein upstairs, fein upstairs. Yes, ich lege es nicht ab. Alles kommt doch fein upstairs, fein upstairs. Und oben warf man alles da. Brava! Steuer! Oh. Mit großen Dank. Wenn der Oberste schickt Bananas, kann man sie verkaufen. Man kann alles tun in Amerika. Dank, Jane. Und jetzt haben wir Steve Kessel. Steve ist geboren geworden in Durham, Afrika und wohnt schon in London 44 Jahre. Heint ist auf Pension. Hat früher gearbeitet als Reklamist, Architekt und Fotograf. Steve was born in South Africa and has lived in London for 44 years. He's now retired and he had worked as an advertising copywriter, an architect, and a photographer. So, seid begrüßt, Steve. Danke, Mindy. Ich habe den Text geschrieben als Genietung in einer Jiddisch-Klasse mit Sima Bieri. Die Thema ist gewesen der Wald. Wir haben gelernt Die wilde Zilke, ein Roman von Susman Segalowitsch, was haben eine Sache wunderliche Beschreibungen von Wäldern. I read this piece as an exercise in the Yiddish class with Sima Bieri. The theme was the forest. We'd been reading Zusman Zagalovich's novel, Zilke the Wild, which has many, many descriptions of forests. Eppingwald. Wir nehmen dem Bahn kein Chingford. Nont leben der Stanzie ist der Königin Elisabeth der Erstes Jägerstiefel. Die Lonkes und Steschkes sind blottig in ein hübsch bisschen Erde. Vorend seien die Bäume nackt in Schattierungen von Gräu, Malva und Bräun. Wir gehen über an Flussrinder und kommt in den Wald herein. Die Luft ist still. Ein paar gelb-weiß Blätter hängen noch auf die Zweigen. Eins und eins schäden sie sich ab, tanzen mit der Schwerkraft und fallen leicht zum Erd. Die Lesnikes sind do gewinn vernommen. Sie haben herabgehackt, ausgeschnitten
gekeppert und untergeschnitten mit großer Sensitivkeit. Sie haben zerbrochene Zweigen und redlich angesammelt von der lebendigen Natur und weggelegt sprotzlich in belebte Users. Da und dort haben wir angetreffen an alten, ausgewurzelten Bäumen. Man guckt mit Abscheu auf, was ist früher begraben gewesen. Ein Damm mit seiner Unterseite angepackt mit gelb Lehmerd, ein Buchenbäum mit Spanodern, hart und glatt wie die Scharf von einem Acker. A viele in die gedichtste hilzerne Stochim ist da der Zoom von dem Gefahr. Über Kopf an Aeroplan von Stansted. Später 5 kanadische Gänse. Quitschen, sei gesund. Sehr schön. Sehr schön, sehr gut. Sehr schön. Bravo. Sehr schön. Ganz gut geschrieben. Sehr gut geschrieben auf Englisch und auf Jiddisch. Dank. Und morgen ist to be schwat, ist es sehr, sehr passig. Dank. Und jetzt haben wir von Los Angeles sehr free, in der Free, Sholem Londoner. Sholem, hat geredet Jiddisch mit seinen Eltern, sie ist sein Mama Loschen. Seine Eltern sind in Leben gebliebene von Polen. Hat gelernt in der Misnagdish Yeshiva. Jetzt ist ein Mitglied von der Landkreis, was geht schon 25 Jahre. Ist der Führer. Sie treffen auf Zoom mit denen. Hat sich bekannt mit seinem Weib in Landkreis und ist sehr stolz, als sie hat gelernt Jiddisch als Erwachsene. Sholem Lundner lives in Los Angeles. Yiddish was his native tongue. He spoke it with his parents who were survivors from Poland, and he had studied in a Mignadish yeshiva. He has been a member of a Landkreis for 25 years. He leads it now, and now, of course, it meets on Zoom. He met his wife in the Landkreis, and she learned Yiddish as an adult, and he's very proud of her. So, Sholem, seid begrüßt. Mindy, dank voor de reinvier. So ich will heint voorlezen een lied van Moshe Nader. Moshe Nader is geboren geworden in 1885 en gestorben in 1943. Is gewesen einer von die größten satirische Schreiber in die jiddische Sprache in die moderne Zeit, ich meine. Und is in meisten bewusst für sein Genietschaft und Talent für Wortspiel, für Spielen mit den jiddischen Wörtern. So I'm going to read today a short poem by Moshe Nader, who was born in 1885 and died in 1943. And he was probably the greatest, if not one of the greatest satirists of modern Yiddish literature, most known for his wordplay and his ability to mold Yiddish the way he wanted. You'll see in the poem. Ich will noch auch machen auf American Ding. Wenn ich will vorlesen dem Lied und sehen, als das ist nicht ein Lied, was es sich genetisch verfreuen. Das ist ein Lied, was fast euch ein bisschen mehr wie ein bisschen Sinnes verfreuen. Aber das ist geschrieben geworden mit der 100 Jahre zurück.
Und die Weltanschauung in die Zeiten ist gewesen ganz anders wie unsere modernische Zeit. So I want to just say that before I read this poem is not exactly friendly to women. You might say it's misogynistic, but that being said, it was written almost 100 years ago when the way people saw the world was so different and the way they wrote about it was so different. So here's the read. Velvel's phonics vibe. Wichner Waschtop will werden Velvel's Wassermans vibe. Wichner weist, wo Velvel wohnt. Wiffel Velvel weet, Velvel's warmste Wunsch, weil Wichner wascht Velvel's warme Winterwäsch. Wel, will Wichner werden Velvel's Wirten, Velvel's vibe? Velvel's Willen wackelt. Wus, wenn, wemen, Velvel wart. Wichner wieder weiß, was Wichner will. Bus warten, wenn warten. Wichner will werden Velvel's Wirten, Velvel's vibe. Wichtner's Weiberde Waffen wirken. Wichtner's Wünschen wird wirklich wahr. Velvel wird weichherzig, willenlos, wie Wichtner's Fisch, wird Wichtner's verschlafen. Während ich Velvel's Vibe, wird Wichtner wild, widerspricht Velvel's Werte, wird witend, weint wie wahnsinnig. Velvel, wages, wird Velvel in Wind und Weh. Velvel wills wird wach, wart Wichtner, weint Velvel. Velvel Wassermann wird werden Velvel Wassermann. Wichtner best wieder waschen wäsch. Weit wandert Velvel. Winnipeg, Vermont, Wisconsin, Wyoming werden Velvel's Wohnstadt. Velvel wird Watchman. Warum? Velvel will wieder wages, Wietre, will wieder wohnen weich waren, will wieder bei Weltwohlkeit. Wichner wieder wart weint. Wer weiß, wie Velvel wohnt? Wird Wichner wieder werden Velvel's Vibe? Wichner welkelt wartendig, wart welkendig. Weh, Wichner wascht wieder Velvel Wassermans wäsch. So, ich will machen Pub American. Jeder Wort in dem Lied, man kann sagen, ist 2 Wochen. Und das ist gewesen, nur Emerson, so wie der Tunkler hat gekämpft das Tieren. Probiert das zu tun auf Englisch, sehen, wie so schwer es ist. Nicht nur zu schreiben, ein ganzes Lied mit 2 Wörtern, mit alle die Wörter haben sich mit derselben Äußerst, aber zu schreiben ein kluger Lied. So, noch ein Pub American. In dem Titel Velvel Wovnik's Vibe, der Nummern von dem Mann ist Velvel Wasserman. So für Bus rief man in Velvel Wovnik. Für Wovnik du ist in derselben Sinn wie die Lamed Wovniks, die 36 Tzadikim, was weißen nicht, als sei seine Tzadikim, sie halten auf der Welt. A Wovnik ist Emerson, was hat 2 Woven in den Nummern. Das ist eine Sache. Und eine andere Sache, wenn nicht zu dem Wort Witend inmitten dem Lied, wenn sie wird Witend, it's literally taking English wit's end and putting it into Yiddish letters, Witend. Okay, and this is alles. So dem Lied ist sehr spielerisch mit der Werte, man kann sehen, als Busbar kolossale Talente gehabt, das zu tun. So, das ist alles. Sehr schön, wow, sehr schwer zu lernen. Ich weiß nicht, wie man sagt, Tongue Twister, extra Zingbrecher auf Jiddisch, aber das ist der Zingbrecher. Wie wunderlich. Wunderlich. Können nur sagen, wow. Wir haben es gelernt bis heint nur auf Englisch, der Komitee, aber in Jiddisch ist es ein ganzen anders, ein ganzen wunderlicher Dank und schwer zu lernen. Ich sehe. Dank, Shalom. Und jetzt haben wir Vivi, einander Wavnike. Und Vivi, wir kennen alle Vivi schon. Sie ist ein Historiker von der jiddische Kehille in der East End, London.
Ihr Neibuch, London, Yiddish Town, East End Jewish Life in Yiddish Sketch and Story, 1930 to 1950, is a Reus Sof 2021. Sie übersetzt Londoner jiddische Schreibers und singt jiddische Lieder mit den Gruppen Klezmer Club und Katsanas. Vivi doesn't really need much introduction here. She's a historian of the Jewish East End in London. Her newest book, London, Yiddish Town, East End Jewish Life in Yiddish Sketch and Story, 1930 to 1950. That's a long title, Vivi. Appeared at the end of 2021. She translates London Yiddish writers and sings Yiddish songs with the bands Klezmer Club and Katsanas. Seid begrüßt, Vivi. Dank, Mindy. Ich will singen, schon noch einmal, Heinz von dem Seiten von Jiddisch Sozialismus, Morris Winchevsky. Und das ist ein Lied 8. Und ich will erst singen und nachdem will ich suchen ein paar Wörter wegen dem Lied. Gut? Okay. Jo, wir seien alle einig, sie mir haben viel zu wenig. Und wir seien alle Brüder und wir davnen für ein Sieder. Sei mir schneiden Pantalones, sei mir schneiden ob Coupones. Einig seien alle mehr, gleich der Evian mitten. Gwil ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la la la. Kurze Päes, lange Päes, jede mitten und Matthias. Dare ungefüllte Kischkes, heule Herze und Mannischkes. Frummer Kepp und Kepp von Sindes, Kepp mit Jadwelkes, Zylindes. Alle sind nur ein Volk, wir Soldaten in a Polk. Ja, wir seien alle einig, sie mir haben viel zu wenig. Und wir seien alle Brüder und wir davnen für ein Sieder. Sei mir schneiden Pantalones, sei mir schneiden ob Coupones. Einig, alle mehr, gleich der Evian mitten will. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la la. Vom Mundlink vereinigt alle, wie der Hossen mit der Kalle, wie der Besen mit den Stecken, wie die Zitzis mit die Ecken, wie die Tier mit der Mesuse, wie der Taille mit der Bluse, wie der Hummisch mit der Rasche, wie der Kugel mit der Kasche, wie der Tachschis mit dem Glanz, wie der Klezmer mit Tanz, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Okay, was ist geschehen, du? Das ist ein satirisches Lied von Winchevsky und es ist geschrieben geworden in der Arbeiterfreien Zeitung in 1890. Sorry, move this. Als erst, wir seien alle einig. Aber das bringt unser Kopf, Karl Marx. Und hat das geschrieben, meine ich, weil ist gewesen ein verbrennter Sozialist und hat gewollt sagen, als der Gerangel ist nicht wegen Religion, aber wegen Klasse. Und das ist seine Meldung, du, in der ersten Schule. Und wir davnen von ein Sider. Nu, das ist sehr nauend zu einem englischen Ausdruck. Singen von derselben hymn sheet, ja. This is similar to the English expression, we're all singing from the same hymn sheet. Aber bei Emmes, ist gewesen in London und hat geschrieben wegen Sachen, was dann geschehen in England. Also wir können nicht nur gucken auf die Wörter und Rashi. Ja? Also wir müssen kicken ein bisschen tiefer.
Und nicht so tief bei uns. Ein paar Wochen vor dem Rav Singer hat publiziert geworden a Spogel nei Sider. Und was ist gewesen interessant wegen dem oder wichtig ist gewesen, als es ist gewesen eine neue Übersetzung in Englisch mit mehr moderne Wörter. Ja, also es ist gewesen the Singer's Prayer Book. Und so he produced a few weeks earlier, he'd produced the Singer's Prayer Book, which has got a brand new English translation, which was seen as much more up-to-date in 1890. Aber es ist nicht gewesen für alle die Menschen, weil Rauf von die Jiden in Englisch haben gewohnt in der East End von London und haben nicht gerät Englisch, sie haben gerät Jiddisch. Als achtes, ein bisschen weiter. Sei mir schneiden Pantalones, sei mir schneiden ab Coupones. Also es ist wegen die Börse, ja, also in der Börse schneiden die reiche Coupones und die Arbeiter schneiden Coupones von die Zeitungen, aber meine ich es nicht, oder es hat eine Doppeltheit, ja. In the Jewish Board of Guardians, sie sind gewesen als Docke, was hat gegeben als Sachgeld zu den Immigranten. Und in 1890 haben sie nicht gegeben Summen, haben sie gegeben Vouchers, ja, Couponen. Also es ist eine Referenz zu dem. Und Sof kol Sof. Wir haben den Titel Achtes, Unity. Und mit 6 Chadoshim früher hat gestorben der Chief Rabbi von England, Nathan Adler. Und sie haben, und sein Sohn wird sein, dem neuen Chief Rabbi. Aber Sachmenschen haben es diskutiert mit Sachdetailen. Und in der Jewish Chronicle Menschen haben geschickt brieflich für Chadoshim lang wegen was zitieren wird dem neuen Chief Rabbi wohnen in der East End oder der West End oder was wird tun wegen Reform Judaism und so weiter. In the Jewish Chronicle, der Titel von alle die Briefe ist gewesen Unity, not Uniformity. Ja, achtes. Also mein ich, Winchewski ist gewesen als Satirist. Und meine ich, als hat es geschrieben, wie sein Beitrag zu dem Diskussion, zu dem Debatt. Also das ist ein kleines Stückel von meinem Buch Whitechapel Noise und euch wegen wie die Schreiber in England sind gewesen engagiert mit Politik von England und mit der Kehille in England, der jiddische Kehille. Danke. Sehr schön. Wow. Wunderlich. Großen Dank, Vivi. Wir dürfen alle lehnen das Buch, weil wir kennen sehen, als du hast das auch interessant Forschung getan und Dank sehr. Obviously, we have to read this book with the long title because Vivi does such amazing research and there's such interesting material in it. So thank you. So I don't know, ich weiß nicht, ob wir haben Emitzer für ein offenes Mikrofon jetzt oder haben wir Hafsaka? Ja, ich will etwas. Oh, you're there. Okay. Yay.
Okay. Ja, ich habe gedacht, dass in Stomach kann ich tun etwas, was hat das Scheiches mit Tu Bishvat. I thought that it would be relevant to do something related to Tu Bishvat. So I'm just going to read 2 paragraphs of a poem by Yud Lamed Peretz. Ich will nur lesen 2 kurze Paragraphen von Yud Lamed Peretz. Das ist ein Lied, was ist euch, wir kennen das, wir finden euch mit einem Nigen. Das ist, this is like a poem that has now been set on music. And I want a little bit of a game. So what we're going to do is I'm going to read the poem, and then I'm going to read one line, and I would like someone with very good translation skills just to translate it into English, that phrase. So are we up to this? What do you think? Does anybody want to practice a little bit of like translation on the spot? Okay. Gut. Als nummer zijn op dat altijd goed. Als was mir dan is, ik wil lenen 2 paragrafen. Und das heißt, ich will lenen das Lied, aber danach will ich lenen nur einen Satz und die Menschen müssen das übersetzen auf Englisch. Als nummer anheben. Das ist Yud Lamed Peretz und sie steht im Feld a Beimele. And we're doing this thing about Tu Bishvat. Okay, so steht im Feld a Beimele. Hat es grüne Zweigelach, sitzt auf dem a Fegele, macht es zu die Egelach. Auf die grüne Zweigelach wächst a golden Äppele. Mach zu, mein Kind, die Egelach. Gesund soll sein dein Käppele. Und lassen wir gehen mit unserer Übersetzung Genietung. Und let's now try our translation skills. So, steht im Feld a Beimele. In the forest there stands a tree. Hat es grüne in the field. Zweigelach? It has a green branch. Trees. Yeah, we are all, yes. Sitzt auf dem a Fegele. A bird is sitting on it. Sits on it. Macht es zu die Egelach. Closes its eyes. Look at it. Auf die grüne Zweigelach wächst a golden Äppele. On the green branches there grows a golden apple. Mach zu, mein Kind, die Egelach. Close your eyes, my child. Gesund soll sein dein Käppele. Your head should be healthy. A blessing upon your head. Yeah, something like that. A shkoyach farayach, die Übersetzer. A großen Dank. Yeah, hurrah! Dank, Tamara. Sehr klug, als wir haben getan der Arbeit von Übersetzung, aber ich meine, als wir haben Hanoi gehabt von das. Dank. Und jetzt dachte ich, haben wir Hafsaka nur 5 Minuten. Kommt gleich zurück, weil wir haben eine interessante Präsentations noch Hafsaka. Danke allem. Als nu, laat me takke onheben. Op poster gewollt eigenlijk der Monnen, oi wir kennt zugeben zu unser Tzedakah-Projekt, was hat was ist, kedei Menschen sollen kennengehen in Yiddish Sofwoch, as git, massenweise. So we're going to start now, and we're going to start the second part, and I just wanted to remind everyone that this Yiddish Open Mic session is dedicated to the charity of the Yiddish Sofwoch in England. Everyone is invited, and everybody is invited to support those people that would not be able to attend because of economic constraints. So, lassen wir Tage anheben, und wir wollen anheben mit John Stone. Und John Stone kommt von Brooklyn, und ich bin sehr neugierig zu hören, was hat zugeleitet für uns. John Stone comes from Brooklyn, and I'm really eager to see what he is going to present to us. Sei begrüßt, John Stone. Shalom Aleichem. Ich heiße John. Und ich hab nicht gehabt eine lange Biografie, aber ich hab schon gehört alle
alle de biografieën und ich habe mehr von meinem Leben. Ich bin in meiner Arbeit als Stolier, MSD jiddischer Stolier. Und jetzt ich arbeite in den Programmen The Marvelous Mrs. Maisel. Sehr interessant. Ich habe sehr, sehr Ja. stark lieb. Mijn stomach kan ze zeggen auf Englisch, weil jeder einer soll kennen hören. Es ist sehr interessant. So I'm a carpenter by trade. I'm if in the Bund, in the motion picture mechanics Bund, IATSE Local 52, and right now I'm working on the set of The Marvelous Mrs. Maisel. So doing what I can for Klal Yisrael, with my hands. Und ich habe ein Lied, was ich habe jedes Jahr in meiner heimischen Schule, wir haben auf Nittel Yiddish Klezmer concert, the Congregation Mishkan Israel December 25th Community Concert. Und erste Jahr, wo ich bin gegangen, ich habe gesingt das Lied zusammen mit einem Paten. Und es ist ein Lied für Tu B'Shvat, weil es ist wegen der Bäume und euch ist wegen der Kalt. Und heint in Brooklyn ist sehr kalt in draußen. Ja. Auf dem Weg steht der Bäum, steht angebeugt. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zu fliegen. Drei kennen Meire, drei kennen Misere, und der Rest kennt Durem. Und dem Bäum gelost allein, Hefker fahr dem Sturm. Sog ich zu der Monne, sollst mit morgen nicht sterben, weil ich Mame 1 und 2 bald der Vogel wird. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihm verwiegen. Über den Winter mit der Zeit, mit der schönen Nick. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Sag die Mama nicht die Kind, und sie weint mit Tränen. Das Cholile auf den Baba wollen mir verfreuen werden. Sag ich Mama, es ist a schon deine schöne Augen. Und jeder was und jeder weint, bin ich mir erfreut. Sag die Mama, ich treu, sei Gottes Willen, nimm sich mit der Schalikum, kennst sich noch verkehren, wie Kalwaschen tut sich an. Es geht ein scharfer Winter und die Kutschme nehm euch mit, weiß mir und bin wir. Yam tari 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 Yam tari 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 tam.
Und das Winterleibung du es an du scheite, ob du willst nicht sein kein Gast zwischen alle Teite. Ich hab die Flügel, es ist mir schwer, zu viel Sachen hat die Mama angetan, feigele dem Schwachen. Guck ich treuer ich mir rein in mein Mames Augen. Es hat Liebschaft nicht gelost, während mir erfolgen. Auf dem Weg steht ein Bäum, steht ein Gebäude. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zu fliegen. Yam tari 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 tam. Yam tari 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 tam. Oh, sehr schön. Prächtig. Sehr schön Lied. Sehr schön Lied. Sehr schön, John. Gut, unser neuester Gast, unser Auftreter, darf nicht kein Hackdome, aber das ist Shmuel Label, Ogen. Und hat angeheuben singen jiddische Lieder mit 40 Jahren zurück, mehr oder weniger. Und jetzt bemüht sich zu verbessern sein Jiddisch. Mistome ist Matzliach. Sein meister Liverpooler Jiddisch ist nur was rausgekommen in Affenschwell, Winter 2021. Ist ein Gründer von Yiddish Open Mikrofon mit Vivi Lachs und Rachel Weston. So this next performer needs no introduction. It's our beloved Steve Ogden, who started singing Yiddish songs about 40 years ago, and in the past few years has been trying to improve his Yiddish. He's clearly done an excellent job. Steve's story, A Liverpool Yiddish, has just appeared in the winter 2021 issue of Affenschwell. He is the originator, and the co-founder of Yiddish Open Mic, together with Vivi Lachs and Rachel Weston. Dank, Moishe. Tagtägliche Zeilen von Shmuel Label Oginski. Du hast nicht vergessen, als Shoshana kommt zu fliehen heint, hat mein Weib mir ein Ruf geschrien durch die Tür von dem Waschzimmer. Was gesagt, hab ich im Ganzen vergessen. Nein, warte nicht, hab ich geantwortet. Wie viel Säge wird sie ankommen nachher? An erst 2 nach Mittag. Gut, das meint, als es bleibt 3 Stunden. Genug Zeit hab ich ausgerechnet, aufzuräumen, was ich hab gedarf aufräumen, und zu beide kommen sein alle Erde, was seinen meine achreißen. Zum erstens darf ich reinigen dem Waschzimmer. Ich halt, als Lekowit dem Gast, sollen alle ebenflachen blitzen wie die Zähne von einem Kinostern. Für uns ist das euch wichtig, aber öfter nicht so wichtig. Nu, das Reinigen da in Waschzimmer wird gedauern öfter a Show. Der Hauptproblem wird sein in andere Orte, die bägelig mit Papieren, Büchlich, Heften, Zettlich und Quittlich, was gehen mir ständig noch. Bei Tag in ein Seil von Wolken und bei Nacht in ein Seil von Feuer. Der Heine hat so viel Schemes. In einem eigenen Büro, das heißt bei meiner Arbeit, hab ich nicht gehört zum Bedeuren kein Basskol
was hat mich gemusset wegen die Papierbäglich. Bemeile seien die Seilen aufgewachsen, kimmat umetum, bis es ist gewesen, wie schöne Wild, sich anzustoßen auf ein Stück ledigen Schreibtisch. In der Heim mit mein eingeschrumpene Idee seien die Seilen niedriger und schitterer nebbig, mit der Leubenisch sich zu gewinnen, bloß in a pur Äther. Und wenn Emmetze kommt zu Gast, darf ich probieren, Pendem reinzustuppen, die archäologische Gebeien in Schaffensarbeit. Dennoch liegen die behaltene Berglich dorten auf ewig, die blättlich, aus seinen versunken geworden in a Stav. Dem Moment, wenn es hat sich herumgebombelt in Kopf, Gedanken wegen Schaffes voll mit alten Papieren, hat sich mir der Mund mit a Klapp in Herz, meine letzte Tag in dem Haus von die Älteren. Der Tate ist gestorben mit 4 Jahren früher und die Mama ist letztens gestorben. Es ist nicht gewesen keine freiliche Zeit, bei Emmes a scheuderliche. Ich und mein Bruder haben gedacht, zu teilen auf 2, die Bücher, die Bilder, die Zatzkes und so weiter, weil wir haben schon verkauft das Haus. Sitzendig in einem Front Room, ein Zimmer, was hat gehabt das schönste Möbel. Gott, Tante, Mama haben dem Zimmer selten genutzt. Herumgeringelt von etlichen ledigen Puddles, haben mir die Brüder eingespatzki sich gedungen und gerangelt. Es hat sich gefühlt, als jedes Bichel, jede Tschatschke ist gewesen Oize, angepackt mit sich Ruines. Zumal ist es geworden leichter, zu lieb etwas a Begrüßung, was man hat reingeschrieben in ein Buch, öfter mit 20 Jahren zurück. Gib a Kuck, ich hab der Mammen gegeben das Buch. Und Tage sehr poschet, wenn wir haben aufgeöffnet die größte Schaffe in dem Front Room und gegeben a Kuck auf alles, was gefindt sich in ein wenig. Allzeitige Bäglich von Papieren, Heften, Zettlich, Quittlich und so weiter. Oi, Mammenju, Tatenju, in dem Dno von der Schaffe haben wir Tage gefunden Papieren von Graf Potocki's Zeit. Bemeischech 2 schwere Tage haben wir zerteilt die Äußeres und zum Sof haben wir beide gehabt 5 oder 6 große Puddles, jeder Puddle angepickert mit der Weide. Aber voran 8 Puddles, voll mit Bilder, Bücher und Tschatschkes, was seien geblieben in jenem Moment wie Verjossente. Wir haben gehalten in ein, zerwirkeln sich wegen sie und beschlossen später, in einer Ruhigzeit, wollen wir sich verklären. Sof kol sof hab ich heimgenommen 5 große Puddles und sie aufgeführt auf dem Boden, wo sie liegen bis heint, nicht angerührt. Wir haben geschickt die 8 verjossente Puddles zu unserer Mumme, was hat gehabt ein bisschen Ort in ein alter Bude, was befindet sich in Garten hinter ihr Restaurant. Wann wird ihr beide beschließen, was ihr wollt tun mit die Puddles? Hat sie bei uns afrag getan, jede paar Doschen. Sog sich nicht, bald, haben mir damit geantwortet. Ein Tag, wenn sie ist gekommen zu Gast bei mir, hat sie bemerkt,
als sie haben gefunden Schures herum der alte Bude und euch in ein wenig. Bemeile, zu lieb dem Restaurant, hat der Stadtrat sehr gierig weggetragen die Bude mit ihr ganzer Inhalt. Darüber hab ich verstanden, als die Äußers von die 8 verjossenen Pudlers seien beseitigt geworden. Durch der Tür von dem Waschzimmer hab ich plötzlich gehört das Tiergleckel und danach mein Weibsgeschrei. Was tust du? Shoshana ist schon da! Ich eil sich herab, verfallen, die 2 zerschäuberte Seilen meiner, was haben gelebt und häneftig aufgewachsen auf den Esstisch, seinen Nellen geworden. Ich weiß, was ist geschehen. Jetzt liegen sie in unser alter Bude, was befindet sich in einem Garten hinter unser Haus, wartendig nebig auf die Schures. Sehr schön. So, ja. Gut, jetzt wollen wir Herrn Michael Misha Shapiro. Misha Shapiro ist nicht kein Mitglied von dem menschlichen Minn, hält sich für eine Activist. Michael Misha Shapiro is not a member of the human race. He considers himself an octopus. Sei begrüßt. Misha. Danke, schönen Dank. Es ist eine Frage zu lernen für euch alle. Ich will lernen ein Kurzlied von Anna Margolin. Alle wissen, ich habe ihr Lieder. Ganz starke Dichterin. So it is a pleasure to read for you. I will read a very short poem of Anna Margolin's. I think everybody knows how fond I am of her poetry. She's a very, very powerful poet in my view. Das ist mein Kind. The artwork here is mine. Es ist nicht genau fertig, ich weiß nicht. Es ist schwer. Nu, hat es ihr Lied, schlanke Schiffen. Schlanke Schiffen drimmeln auf dem geschwollen grünen Wasser. Schwarze Schotten schlafen auf dem kalten Harz von Wasser. Alle Winden seien still. Gemares rocken sich gespenstig in der Nacht der Stürmer. Bleich und ruhig wart die Erde auf Blitz und Donner. Ich will sein still. Danke. Sehr gut. Sehr gut, Misha. Sehr schön. Jetzt haben wir Phil Tomlinson. Wohnt in Sheffield, England und singt und lernt jiddische Lieder schon eine lange Zeit. Hofft, dass sein Kapelle Joivel wird bald können auftreten zur Vorstellung jiddischer Revolutionär noch sehr gezwungener Hafsocke. Phil Tomlinson lives in Sheffield, England and has been performing and teaching Yiddish songs for many years. His band Yoivel will hopefully be able to start performing their show Yiddish Revolutionaries again after their enforced rest. Teure Gewehren, heint will ich euch singen zwei Lieder von der Chorben, als es wird bald sein Holocaust Memorial Day. Das erste Lied ist von Mordechai Gebirtig von 1940. Eine freiliche Melodie mit Wörter, was dachten sich sagen, als man muss haben Geduld, aber in der Nieder ist in Kass. Today I'll sing 2 songs in anticipation of Holocaust Memorial Day. The first is by Mordechai Gebirtig, written in 1940. A jolly tune
accompanies words that seem to encourage patience in the face of the awful things being done, but his anger burns through. Das zweite ist das berühmte Lied Dremlenfegel, ein Schönwieglied voll mit Avede und Pein. Es ist geschrieben von Lea Rudnicka, ein Poet und ein Partisan in der Wilna Ghetto. Men haben sie der Hargend in Treblinka. The second song is the famous Dremlenfegel, a beautiful lullaby full of loss and pain. It was written by Lea Rudnicka, a poet and a partisan in the Vilna Ghetto. She was murdered in Treblinka. Minuten von Betochen. Jeden soll sein freilich, schon nicht lang gehabt, sich bald die Milchame und kommt bald sehr sauf. Freilich noch nicht sorgen und nicht darum getrieb, hat Geduld betochen und nimmt als unverlieb und nimmt als unverlieb. Ei, 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 da, 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 nur Geduld betochen, die lässt der Reis von Hand, unser Altkleisein, was halt uns Korban Hand. Und jetzt tanzt Talon him, schon lang gekauft, gewinn einmal a Hammer, es wart auf ihm in Sof, es wart auf ihm sein Sof. Ai, 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 da, 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 Jetzt tanz Talion him, Leiden kenn a jid, es wird die schwerste Arbeit und kein Mal machen mit. Kern soll sein Kehren, als man hier wird sein, is sitzt das Kehren, es wird doch nicht werden rein, es wird doch nicht werden rein. Ai, 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 da, 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 ja, da, 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 waschen soll sein waschen, keins reut der Fleck, Hevels Blut von Herzen, das wascht sich nicht weg. Treibt uns von die Dieres, schneid uns ab die Welt, jeden soll sein freilich, wir haben sehen Tret, wir haben sehen Tret. Ei, 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 da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 da. Dremlenfegel läuft die Zweigen, schlaf mein Teilkind, bei dein Winkel auf dein Nahe, sitzt auf Fremde und singt, bei dein Winkel auf dein Nahe, sitzt auf Fremde und singt. You, you.
ein Wiegel wo gestanden, Eus geflochten von Glück. Und dein Mame, oi, dein Mame, kommt schon keinmal nicht zurück. Gesehen dein Taten läufen und der Hagel von Stehen. Liebe der ist geflogen, dein verjosseter Gewinn. Liebe der ist geflogen, dein verjosseter Gewinn. Bravo. Bravo, großen Dank. Einen großen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr rührendig und dank dir haben wir gehabt eine Stickelzeit zu der Morgen dem Holocaust Memorial Day. Thank you so much. It was very touching and thank you so much for presenting something in relation to the Holocaust Memorial Day. Es ist ein Vergnügen von mir zu vorstellen, ein teurer Gast. It's really a cover das zu tun. Daniel Galay ist ein Mechaber, was hat herausgegeben 7 Bücher auf Jiddisch. Ist ein Spezialist in Jiddisch Intonatie und der Vorsitzender von Leivik Hoys, Center von jiddischen Kultur in Tel Aviv. Ist euch ein fruchtbärtiger Kompositor mit vielzolligen musikalischen Kompositions. Daniel ist ausgewachsen in Buenos Aires und hat letztens geschrieben Der Aufstand gegen dem linken jiddischen Theater in Buenos Aires, was hat früher vorgestellt für uns da. Daniel Galay is a Yiddish author who has published 7 books in Yiddish. He is a specialist in Yiddish intonation and the head of Leibik Hoy's Yiddish Cultural Center in Tel Aviv. He is also a prolific musical composer. Daniel grew up in Buenos Aires and recently wrote an article for the Forward titled The Revolt Against the Pro-Communist Yiddish Theater in Buenos Aires, which he had previously presented on the Yiddish Open Mic. Daniel Galay, sei begrüßt. Welcome. Schönen Dank, Tamara, für mich vorstellen, so schön, ein Vergnügen. Euch Dank, alle Organisatoren, für die Gelegenheit, wo ich kann bringen von euch, von meinen Gedanken und Suchenichten. Thanks to all the organizers, and also for Tamara, for presenting me so nicely. I would like also to thank Bailey Boards, because she gave me an idea. She said to me, why don't you present proverbs, Yiddish proverbs, with the right intonation? And this is what I am doing now. I will present, I have 20. I don't believe that we'll do all of them, but you can receive them at home and read them, enjoy them, and practice the right intonation. Gut, ich gebe on. Das ist eine Verheißung von meiner Zeit. Nummer 1. Aber ist die Zunge sehr von einer schlechten Hand. Ich habe gesagt, das ist ein Sprichwort, und keine Intonation, hat man gar nicht verstanden. Jetzt sage ich es, Proof zu sagen, mit der richtigen Intonation. Aber diese Zunge ist ärger von einer schlechten Hand. In English I will say, a weak tongue is worse than an evil hand. Was ist der Unterschied? Auf Yiddish, Ärger
ist auf dem niedrigsten Ton. Und worse auf Englisch ist auf dem höchsten Ton. In Yiddish, the word ärger, worse, is at the lowest tone of the sentence. And in English, this word worse. I repeat it. A Bass-Song ist ärger von einer schlechter Hand. Beide sind nicht schlecht, nur a Bass-Song ist ärger. A weak tongue is worse than an evil hand. Nummer 2. A Chisorn. Die Kalle ist so schön. A fault finder complains even that the bride is too pretty. I continue. Number 3. A dank kan men in kisten niet leggen. You can't put thank you in your pocket. Ich wollte gesagt, auf Yiddish, a dank kan men in kisten niet leggen. Versteht man nicht so. Man versteht ein bisschen. Was habe ich jetzt getan? Ich habe gesagt, a dank auf einen höheren Ton. Und das ist nicht natürlich für Yiddish. In Yiddish, der Akzent ist unten. A dank kann man in Kischen nicht legen. This is like to demonstrate it by the contrary. Now, in English, I will say, you can't put thank you in your pocket. You understand what I say, but thank you, I say it in a lowest tone. It's not good. And now, you can't put thank you in your pocket. You understand? You need money for your pocket. You need coins. Nummer 4. A Freund bekommt man umsonst. A Säune muss man sich kaufen. In English, a friend you get for nothing. An enemy has to be bought. Gita Cook, das ist ein Proverb, das ist ein Sprichwort, was wir können es euch machen auf einen symmetrischen Häufen. Ich will annehmen, ich will gehen rauf und rauf gehen zum Sof. Hört sich so gut. Ein Freund bekommt man umsonst, eine Säune muss man sich kaufen. Nur das Wort kaufen habe ich jetzt akzentiert hinten. Das ist eine symmetrische Beugung, was ist auf Yiddish. Auf Englisch will ich nicht können machen, also von beiden Sätzen nehmen. In Yiddish we can sometimes take two phrases and make a symmetry construction and have it something very special. I say it in Yiddish. A Freund bekommt man umsonst, a Säune muss man sich kaufen. Weiter, Nummer 5. A Freund bleibt ein Freund bis zu der Keschene. Ich habe zugegeben 3 Pintelech. In English, a friend remains a friend up to his pocket. I added 3 points after friend to create some suspicion. A friend remains a friend up to his pocket. Friend in English, it will be in the highest tone. In Yiddish, friend in the lowest one. What does it mean? When I go to a lowest tone, I must start a little high. And when I achieve the peak, then I go up. And in English, the contrary. I start in a normal level, I reach my peak, and I go down, rise and down. Number 6, I wanted to enjoy from the Proverbs, but also to discover the peculiarity of the Yiddish intonation. A fremder Narr is a Gelächter, ein eigener, a Schand. Gelächter und Schand habe ich betont in dem niedrigsten Ton. In English,
A strange fool is the laughing stock. Your own, a shame. Euch da, Nummer 6, können wir auf Yiddish verbinden beide Sätzen. Ich gebe arauf und ich will verendigen, herabgehendig. A fremde Narr ist ein Gelächter, ein eigener, ein Schand. Der Point, ein Schand, ist in dem niedrigsten Ton. Nummer 7, Aganef und Aganef ist Potter. Da haben wir 2 hebräische Wörter, ich hoffe, Sie versteht. In English, it's not crime to steal from a thief. Thief. It's not crime to steal from a thief. The translation is a little bit different, but in Yiddish Hebrew, it sounds very concentrated. Number 8, a guten Hälfte Wort. A schlechten Hälfte, vielleicht kein Stecken euch nicht. A word helps a good person, but even a stick can't help the bad. I cannot say how time I have or I don't have, but I think that the idea is clear, and I prepared 20. We did only 8. Good, let's make 2 more and we'll finish. Number 8. Actually, number 9. Number 9. A halber emes is a ganzer liegen. A half true is a whole lie. Nummer 10 wird man verendigen. A Herz ist ein Schloss. Man darf dem richtigen Schlüssel. Es ist Musik. Internet ist Musik. Jede Sprache hat ihre Musik. Es ist gut, sich zu bekennen mit der eigenen Musik, diese zu beherrschen und später besser erkennen die andere Musik. Und dem letzten Satz auf Englisch, a heart is a lock. You need the right key to it. A schönen Dank, was ihr sich zugehört, zu meinem Mischigassen. Ich glaube, es ist wichtig. Ausgezeichnet. Nicht gerne Mischigassen, wir lernen sich eine Sache von dem. Einen großen, herzlichen Dank. Sehr fein. Jetzt, wir wollen hören von Jake Schneiderin. Jake ist ein Übersetzer und ein Literaturautor, was stammt von den Vereinigten Staaten. Und wohnt jetzt in Berlin. Und ist euch ein Poet. Schreibt Lieder auf Jiddisch. Und seid begrüßt, Jake. Dank. Okay, ich will lernen zwei Lieder. Das erste Lied ist ein bisschen wie ein anderer Anheb von dem Tanach. Ja, aber ich will nicht sagen was Sache wegen dem. So I'm going to read 2 poems. The first one is like a different beginning to the Torah, and but I'm not going to say too much. Okay. Bereshis bara. In Anheb ist gewesen der Homosexualist. Und hat sich bekannt mit der Schlange. Und hat abgegessen an Äpfel. Und ist geworden a Talmud Chacham. Und hat gewusst, als ist nackt in einem prächtigen Garten. Und hat gewusst, als ist ein Homosexualist. Und hat gesehen, als das ist gut.
And the next one. Okay. Die Männer sind schöner. Lamed, ich tar dich mehr nicht übersetzen. Doch lassen sich soft kol soft treffen in Park, beina Schmosches, zwischen die schottendicke Bämer. Lassen wir aushängen die letzte Fenner zwischen die alten Männer. Lassen wir auslöschen die Reute Lanterns. Lassen wir liegen bei Nachten im nackten Gras und schuschken sich die Wörter, was mit Tornet schreiben, auf Tate Mame loschen, auf Kosten Kalle loschen, lassen wir fressen Treife Fleisch, lassen wir loschen Koidisch, chossen, lassen wir sich übersetzen auf andere Wörter, auf andere Körpers. Danke. Sehr schön. Homoerotische jiddische Lieder. Ja. Sehr stark. Sehr schön und sehr rührendig. Und ich hatte das Aberrations. Damals wollte ich, mit das Aberrations wollte ich mein Stomach ja gewinnen fromm. Also gut. Einen großen herzlichen Dank, Jake. Jetzt wollen wir hören Aaron Gersh und Pam Singer. Das ist etwas, was sie haben zugegräht zusammen für uns. We're going to listen now to Aaron Gersh and Pam Singer, something that they have prepared special for us. So I'll present both. Aaron's parents' generation in South Africa were all Yiddish-speaking Lithuanians, so he grew up in that culture. He lives in Cape Town and has attended a Yiddish week in London almost every year since 2000. Aarons Tate Mama sind gekommen von der Litte und die Menschen von Seerdor haben alle geredet Jiddisch. Er ist aufgewachsen in interkultureller Zwiebel. Wohnt in Kapstadt und ist alle Jahrzeit von 2000 an gefahren in London auf der Jiddischwoche. Pam Singer is the one and only Yiddishist who lives in the Forest of Dean in West England. Pam Singer is the een und einzige Yiddishist was wohnt in der Forest of Dean in Meres, England. Seid begrüßt. Yes, I am. I'm sorry. I think, let me just say what this is quickly. Robert Katz, the Yiddishist who lives in Vilna, discovered in Shadova, Lithuania, a Christian woman who spoke Yiddish fluently since her childhood. Now, Shadova was the town that my mother's family came from, and everybody was killed there a few days after Barbarossa started. And in that town is the Lost Shtetl project, which is going to be a museum, and they've redone the graveyard, etc. My cousins and I intend being at that opening, which should be in a year or two from now. I've written a poem which I'm hoping to read at that opening called "We Are the Lost Shtetl of Shadova." So anyway, this woman, David Katz, found this woman, a Christian woman who grew up with the Jews who spoke perfect Yiddish, and she sang a piece of this song. Can we have the words up? Okay. Soll ich etwas sagen auf Yiddish, Aaron? Just a few words in Yiddish, Aaron? I think you should do that better. Ja. Oh, es ist schon spät. Ehrlich nicht verteitschen die ganze Geschichte. Nur sagen, als der berühmte Yiddishist David Katz, was wohnt in Vilna, hat getroffen eine Frau, eine christliche Frau, was heißt Ilana Rinzeitel, in Shadova Lite. Sie hat geredet ganz gute Jiddisch, hat sie nicht gewähnt a Jiddische. Sie pflegt singen a Sach jiddische Lieder. Aarons Mama ist geboren geworden euch in Shadova. Der Pfarr fehlt sehr nun zu die Lieder, was das Frau hat gesungen. Wir wollen singen. We're going to sing sehr bekannte Lied, a very well-known song. Auf English is as There's a Hole in My Bucket.
aber es ist übergesetzt auf Jiddisch von die Doseke Freu. Nu, ashod. Mein Tepelot lechel, liebe Chana, mein Tepelot lechel, liebe Chana, lechel. Nu, verstopp es, Tare Yossel, verstopp es, Tare Yossel, verstopp es. Mit was soll ich verstoppen, liebe Chana, mit was soll ich verstoppen, liebe Chana, mit was? Mit der Streu, Tare Yossel, mit der Streu, Tare Yossel, a Streu. Der Streu ist zu lang, liebe Chana, der Streu ist zu lang, liebe Chana, zu lang. Nu, schneid ab, liebe Yossel, schneid ab, liebe Yossel, schneid ab. Mit was soll ich schneiden, liebe Chana, mit was soll ich schneiden, liebe Chana, mit was? Ay, mit a Messer, Tare Yossel, nimm a Messer, Tare Yossel, a Messer. Ui. Der Messer ist nicht scharf, liebe Chana, der Messer ist nicht scharf, liebe Chana, nicht scharf. Ay, so mach scharf, Tare Yossel, mach es scharf, Tare Yossel, mach es scharf. Mit was soll ich scharf machen, liebe Chana, mit was soll ich scharf machen, liebe Chana, mit was? Mit a Stein, Tare Yossel. Nu, nimm a Stein, Tare Yossel, a Stein. Ui. Der Stein ist zu trocken, liebe Chana, der Stein ist zu trocken, liebe Chana, zu trocken. Ay, mach es not, Tare Yossel. Mach es nur nass, Tare Yossel, mach es nass. Mit was soll ich nass machen? Liebe Chana, mit was soll ich nass machen? Liebe Chana, mit was? Mit Wasser. Tare Yossel, mit Wasser, Tare Yossel, mit Wasser. Ui. Mit was soll ich nehmen Wasser, liebe Chana, mit was soll ich nehmen Wasser, liebe Chana, mit was? Oh, mit a Teppel, Tare Yossel, mit a Teppel, liebe Yossel, Tare Yossel, nimm a Teppel. Oi, Gewalt. Mein Teppelot lechel, liebe Chana, mein Teppelot lechel, liebe Chana, a lechel! Ooh, farfalm. Ausgezeichnet. Sehr schön. Sachen, also mit dem haben wir verendigt dem zweiten Teil. Aber Emetzer will etwas uns geben an einen Chor und dann etwas Itzter. Das ist die Zeit, als ihr will spielen oder singen oder erzählen einen Witz oder etwas so, ihr seid stark verbeten. So now we have finished our second part, but of course we have the microphone open for anyone who would like to join us today to perform, improvise, sing a song or tell a joke. Ihr seid stark verbeten und vergesst nicht zu geben Geld zu unser Tzedakah-Projekt. Okay, das ist mein beliebtes jiddische Lied und es ist sehr bekannt. Es heißt Papyrosen.
Es ist geschrieben bei Jablakov. And it's a story about a boy in a ghetto, I think in Belarus, who's selling cigarettes in a cold and rainy night, and he's selling cigarettes and he's having a hard time. Ich hab lieb von das Lied, weil es ist Tango und ich hab lieb von Tango. A kalte Nacht, a nebeldicke Fenster steht ein Junge vertreuert und guckt sich herum. Von Regen zieht nur an Wand, a Koschekel hat in Hand und sein Augen betten jede Stunde. Ich hab schon nicht kein Keuch mehr, herumzugehen im Gas. Hungrig und abgerissen von der Regen nass. Ich schlepp sich von Baginen, keinen gibt mir zu verdienen. Alle lachen, machen von mir Spaß. Du Pitsche, Käufche, Papierosen. Trinken von Regen mit vergossen. Käufche billig bei dem Mannes, Käuf und hat euch mehr auf Mannes. Ratte wird von Hunger mich hat Sinn. Du Pitsche, Käufche, Schwebelach, Antiken. Der Milch ihrer Josel, der Quieken. Und siehst mein Schreien und mein Läufen, keinen will bei mir nicht kaufen. Euch gehen will ich mussen wie ein Hund. Ich hab gehabt a Schwester, a Kind von der Natur, mit mir zusammen sich geschleppt, hat sie a ganzen Jahr. Mit ihr gewinn ist mir viel geringer, leichter wären Fleck der Hunger, wenn ich Fleck guckt nur auf ihr. Mit einmal geworden ist sie schwach und sehr krank. Auf mein Hemd ist sie gestorben, auf der Gassenbank. Und als ich hab sie verloren, hab ich als schön angeweiren. Soll der Teutchen kommen euch zu mir. Bitte Käufche, Papierosen. Trockener von Regen nicht vergossen. Käufche billig bei dem Mannes, Käuf und hat auf mir auch Mannes. Rache wird von Hinkel mit mich hat Sinn. Bitte Käufche, Schwebelach, Antiken. Der wird ihrer Josel, der Quieken. Und siehst mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Euch gehen will ich mussen wie ein Hund. Euch gehen will ich mussen wie ein Hund. Euch gehen will ich mussen wie ein Hund. Ja, ein größten Oh Dank. ja. Ich will sagen ein Wort. Ihr wundert sich, wer ist in dem Bild, was steht hinter mir, will ich sagen, sehr bekitzer. Das ist ein Bild, eine Kunstarbeit von Hey Leivik, der Poet und Dramaturg, was befindet sich in Leivikois. Und das Bild ist im ganzen Gebäude mit Psukim von Liedern und von Artikeln von dem größten Schreiber. Ihr könnt es nicht sehen, ihr seht es von der Weiten, aber euch kommt einmal in Weiß Leivik und ihr kommt rein, wird ihr sehen, und dem Bild, was berühmter Künstler Gedalia Tenenbaum von Argentinien hat es gemacht und auch gemacht Bilder mit derselben Titel von anderen großen jüdischen Schreibers. Jetzt weiß ihr, wer es steht hinter mir. Hey, Gut, Levi. einen großen Dank und sag sich, dass es wird sein geringer Tage zuvor und kein Israel. Weil jetzt der kein Tage vor und kein Israel, als ich gucke stärker aus auf dem. Und einen großen Dank, Simon, das gewinnt sehr, sehr, sehr gut gespielt und schön. Und was hat euch als Scheiches mit Memorial Holocaust Day, was kommt vor in einer anderen Woche herum.